Ja, hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute will ich euch mal wieder zwei Messer vorstellen. Ich konnte es nicht lassen, mich hat die Werbung getriggert, ja, ich bin bei Temu hängen geblieben und habe mir wieder dort zwei günstige Messer bestellt. Und das erste Messer, was ich euch zeigen will, das ist mir aufgefallen, weil es so eine ganz andere Form hat. Da ist es nur das gute Stück. Sieht relativ klein aus, ja, im Gegensatz zu den Messern, die ich sonst bestelle. Sehr unscheinbar, kleine Lederscheide, Kunstleder. Schauen wir mal an, was drin zum Vorschein kommt. So, dann packe ich mal aus das gute Teil für euch. Was ist das, werdet ihr sagen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Deswegen habe ich es auch bestellt. Sieht gar nicht aus wie ein Messer, sehr klein und kompakt. Aber schaut mal. Zweimal aufgeklappt und schon haben wir ein kleines Messer. Ihr seht also sehr interessant. Ja, eine ganz ungewöhnliche Klingenform. Aber kann man mit dem Messer überhaupt auch was anfangen? Ich werde es mal ausprobieren für euch. Oh. Was soll ich euch sagen? Also besonders geeignet zum Holzschnitzen ist dieses Messer nicht. Ja, die Klingenform ist dafür auch nicht besonders gut geeignet. Aber wenn wir schon nichts schnitzen können, vielleicht können wir wenigstens zum Feuer anzünden kleine Löckchen machen. Ja, das geht relativ gut. Also so kleine, feine Spähnchen kann ich machen. Ah, die fallen hier schon von allein ab. Also auch ohne Übung, das geht sehr gut. Was ich aber noch sagen wollte, dazu muss ich das Messer mal zusammenklappen. Hier auf der Rückseite hat das Messer noch so eine Art Glasbrecher. Ist das notwendig für so ein Teil? Nein, eigentlich nicht. Ja, ist nice to have, macht sich gut in der Beschreibung von dem Messer, aber ist meines Erachtens relativ nutzlos. Das Messer ist relativ günstig. Es besteht ja eigentlich nur aus 3 Stückchen Stahl, die miteinander vernietet sind. Kostet so knapp 6 Euro. Muss man sich das Messer kaufen? Da werde ich mal laut Jein schreien. Ich persönlich, wenn mich die Werbung nicht getriggert hätte, würde mir das Messer jetzt nicht nochmal kaufen. Hat für mich nicht allzu viel Wert. Wenn ihr unterwegs auf der Wanderung seid, wollt nur mal einen Apfel schneiden. Okay. Nimmt nicht viel Platz weg, passt in jeden Wanderrucksack, könnt das gerne mitnehmen. Falls ihr aber wirklich mal eine längere Tour machen wollt und auch mal ein Stück Holz in Span abheben wollt oder irgendwas anderes machen wollt, dafür ist das Messer auf keinen Fall geeignet. Also wenn ihr ein robustes Alltagsmesser haben wollt, Finger weg. Bei mir kommt es wieder zurück in die Scheide, wird zugemacht, kommt in meine Sammlung. Ich muss mir überlegen, was ich damit machen werde. Mitnehmen auf Wanderung werde ich es definitiv nicht, aber ich habe für euch noch ein zweites Messer mitgebracht und das schauen wir uns jetzt an. Vielleicht wird das besser. Tada! Ein weiteres günstiges Messer von Temu. Wieder 6 Euro. Das sieht allerdings etwas größer und robuster aus und ich hoffe, das wird etwas besser funktionieren als das erste. So, ich nehme es mal raus aus der Scheide für euch und dann gucken wir uns das mal an. Als erstes fällt uns auf, es ist ein solides Stück Metall, ja, mit 2 Holzgriffschalen. Die Klingenlänge, ja, ist auch sehr 42a-konform angenehm, kleiner als 12 cm, also es fällt nicht unter das Mitführgebot. Ihr könnt es also mitnehmen. Welches Material das Messer hat, da schweigen sich unsere chinesischen Lieferanten ja meist sehr gut aus, aber die Erfahrung zeigt, das ist ja meist irgendwie ein Edelstahl. Die Griffschalen sind relativ kurz. Wir haben ja so ein Pseudo-Ricasso, eine Griffmulde. Ja, und ich gucke mal, wie sich das Messer anfasst. Fass mal rein. Und ja, diese Griffmuldeform, die ist relativ gut. Die Griffschalen selbst sind selbst für meine relativ kleinen Hände zu klein. Ja, also wenn ihr etwas größere Hände habt, ist das Messer nichts für euch. Ja. Wir haben auch relativ scharfe Kanten an dieser Stelle. Was aber auch positiv ist, ja, ich habe ein kleines Loch für ein Lanyard. Das mag ich aber sehr, wenn Messer so eine Löcher für ein Lanyard haben. Die Klinge sieht relativ robust aus, aber Aussehen ist bei einem Messer
eigentlich immer nur zweitrangig. Wir wollen ja wissen, kann das Messer was? Und deshalb werde ich für euch jetzt mal versuchen, mal ein bisschen was zu schnitzen. Was soll ich euch sagen? An der Stelle hat mich das Messer überrascht. Ihr habt gesehen, was für eine Menge Holz das Messer weggenommen hat, was für Späne geflogen sind. Da kann man schon ordentlich Material abtragen. Hat mich jetzt wirklich überrascht. Von der Warte her kriegt das Messer schon mal einen Daumen hoch. Ja, große Späne machen ist nur die halbe Wahrheit. Wir wollen ja auch vielleicht ein Feuerchen mal machen. Wollen wir mal kleine Löckchen oder kleine Späne machen. So, da muss ich sagen, ist mir auf Anhieb nicht so gut gelungen, weil der Vorteil, den das Messer bei den groben Schnitzarbeiten hat, jetzt, wenn ich was Feines versuche zu machen, ist das der Nachteil. Da muss ich sehr viel Gefühl haben. Also auf Anhieb gelingt mir das nicht. Entweder bin ich zu grob motorisch oder die Schneidengeometrie ist einfach nicht wirklich gut dafür geeignet. Kleines Fazit zu dem Messer. Ihr habt gesehen, robuste Arbeiten könnt ihr damit relativ gut machen. Das nimmt ordentlich Späne ab vom Material. Wenn ihr was schnitzen wollt oder ein Stück Holz zurecht machen wollt, könnt ihr damit machen. Ihr könnt damit auch sicherlich eure Frühstücksstulle schmieren oder Apfel schneiden. Das ist so robust, da könnt ihr ziemlich viele Dinge mit tun. Feine Arbeiten, naja, liegt wohl an der Schneidengeometrie. Hätte das Messer vielleicht einen Scandi-Schliff, sähe es vielleicht anders aus. Aber so, ich will nicht meckern für 6 Euro. Für 6 Euro kriegt ihr ein Messer, mit dem ihr auch robust unterwegs arbeiten könnt. Der Griff ist, gelinde gesagt, haptisch eine Katastrophe. Ja, damit muss man leben bei dem Preis. Wenn ihr was anderes haben wollt, ich habe euch ja schon mal von Rocktrail das Messer vorgestellt für knapp 8 Euro. Das Messer von Rocktrail für die 8 Euro ist dagegen haptisch wirklich eine Offenbarung. Kaufempfehlung für dieses Messer? Ja, nein. 6 Euro ist meines Erachtens kein Geld. Wenn man nicht viel Geld ausgeben will, kauft es, kommt, habt ihr was Robustes. Habt ihr auch lange Freude dran. Mit dem Edelstahl braucht ihr auch nicht drum kümmern, pflegeleicht. Also kauft und habt Spaß damit. Liebe Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir auch den einen oder anderen Kommentar, wenn ihr mögt. Wer es noch nicht gemacht hat, abonniert den Kanal. Und wenn ihr noch Interesse zeigt, werde ich noch mehr von diesen wunderbaren, günstigen Messern bestellen und die euch vorstellen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis dahin, ciao.